Hallo, mein Name ist Florian. Ich habe einen Gehirntumor, ein Glioblastom 4, den ich ganz liebevoll Manfred nenne. Also an dieser Stelle schon mal sorry an alle netten Manfreds auf dieser Welt. Aber ich musste ihm irgendeinen Namen geben, hat sich durch Zufall so ergeben. Und es ist immer einfacher, finde ich, dem Feind einen Namen zu geben, so im allgemeinen Umgang. Und deswegen ist das quasi Manfred der Gehirntumor. So heißt natürlich auch dieser YouTube-Kanal, Manfred der Gehirntumor. Deswegen werde ich jetzt viel über Manfred reden und wie gesagt nochmal sorry an alle Manfreds, die nette Menschen sind und so. Hätte jeder andere Name sein können, irgendjemand hätte es auf jeden Fall getroffen. Gut, ja, so viel dazu. Also, Manfred, der Gehirntumor, ein Glioblastom 4. Quasi ein bösartiger Gehirntumor, ich glaube einer der aggressivsten sogar. Wurde bei mir im August festgestellt. Ich hatte das Glück gehabt, dass das dann doch recht schnell operiert wurde. Ein Großteil hier auf der rechten Seite. Man sieht die schicke Narbe, ich nenne es einfach das hohe C. Wurde in einer 6-stündigen OP, wurde quasi 96% rausoperiert. Leider 4% sind noch übrig geblieben, die in der Nähe vom Stammhirn sind. Die werden jetzt oder wurden mit Strahlentherapie und natürlich Chemotherapie weiter behandelt und werden auch weiter behandelt, obwohl die Strahlentherapie durch ist. Ja, ich habe mich dann irgendwann dazu entschlossen, da ich Filmemacher bin vom Beruf, diesen YouTube-Kanal aufzumachen, um meine Erfahrungen, die ich gemacht habe und noch machen werde und so mit allen möglichen anderen Leuten zu teilen, weil ich auch festgestellt habe, nicht jeder ist auf demselben Kenntnisstand, was es vielleicht für Möglichkeiten draußen gibt oder was es für Tipps und Tricks gibt. Ich bin auch offen für Tipps und Tricks, die vielleicht durch Kommentare reinkommen. Also einfach, dass so ein Austausch entsteht zwischen allen anderen Leuten, weil das natürlich ein Thema ist, was jetzt nicht unwichtig ist und wo man teilweise auch, wie ich festgestellt habe, auch von Ärzten und so jetzt nicht immer so gut informiert wird oder manchmal auch falsch informiert wird oder wo man sich einfach vieles auch selber eigentlich erarbeiten muss. Und da habe ich gedacht, na gut, dann warum nicht? Das ist mein Handwerk, das kann ich machen. Versuche ich doch so viel wie möglich aus meinem Wissensschatz und aus meinen Erfahrungen mit euch zu teilen. Und bin auch gerne offen für, wie gesagt, Input von euch, den ich dann vielleicht auch dann teilen kann und hiermit verwursten kann. Ja, deswegen dieser YouTube-Kanal, Manfred der Gehirntumor. Naja, und ich sage halt immer so, was den Tumor betrifft, ich nehme es mit Humor, weil wie willst du es denn sonst nehmen? Also er ist nun mal da und der Rest ist nun mal da und muss behandelt werden. Und den Kopf in den Sand stecken bringt überhaupt nichts. Ich gehe offensiv damit um, versuche den Alltag so gut wie möglich zu gestalten, so fröhlich wie möglich zu gestalten, sich in die Ecke zu setzen und irgendwie in Selbstmitleid zu verfallen, ist nicht so mein Ding. Klar ist es anstrengend, klar beschäftigen einen auch bestimmte Sachen, aber ich bin dann vom Hause aus immer positiver Mensch und versuche Sachen positiv anzugehen und das geht auch ganz gut, weil ich weiß, es gibt auch Menschen, denen geht es, so bescheuert es klingt, schlechter als mir. Obwohl ich einen Gehirntumor habe, der unheilbar ist laut der Medizin. Aber ich glaube nicht daran, dass er unheilbar ist. Es gibt diverse Mittel und Wege. Und einer ist natürlich auch positive Lebenseinstellungen. Ich sage immer, wenn jemand sagt, oh, ich glaube, ich kriege eine Erkältung und sich das fest einredet, dann kriegt derjenige auch die Erkältung. Wenn jemand sagt, das kratzt im Hals, sagst du, naja gut, wird schon wieder, ich lege mich mal hin, ernähre mich ein bisschen gesund, trinke vielleicht einen Tee und habe im Kopf die Einstellung, ich kriege keine Erkältung, dann kriegt derjenige halt keine Erkältung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch im Heilungsprozess eines Tumors ein wichtiger Faktor ist, wie man damit umgeht, also auch ehrlich damit umgeht. Man darf sich jetzt nicht selbst bescheißen und sich irgendwas einreden. Man muss dann schon irgendwie aber auch der Überzeugung sagen, so, nee, das wird schon, jeder Schritt wird schon, je nachdem, ne, das ist ja bei jedem unterschiedlich, die Hochs und Tiefs, die hatte ich bei mir auch, die Hochs und Tiefs. Aber positive Einstellung ist auf jeden Fall ganz wichtig, weil die Zeit ist viel zu schade, die man hat, um sie mit negativer Energie zu vergeuden. Das Leben ist viel zu schön damit, als dass man sich irgendwie vergräbt und sagt, oh, alles so schlecht und so. Was hat man damit gewonnen? Gar nichts. Ganz im Gegenteil. Man macht sich einfach nur das Leben schlechter, seinem Umfeld das Leben schlechter, sich selber. Dabei kann es so schön sein und ehrlich gesagt genieße ich gerade das Leben noch viel mehr als vorher.
mit allen seinen Facetten. Und man lebt es viel bewusster und es ist schön. Leben ist schön. Auch mit einem Gehirntumor. Auch mit Manfred. So viel dazu als erstes. Mal gucken, was ich als nächstes Video mache. Das ist erstmal so als Intro, damit ich irgendwie anfange. Und jetzt mache ich mir mal einen Kopf, was so als nächstes, womit ich euch behellige. Mit welchen Infos. Und da gibt es so viele verschiedene Sachen zu erzählen. Man muss das mal ein bisschen strukturieren, damit das jetzt nicht ein zu großes Durcheinander wird. Aber es ist mir ein Bedürfnis, Infos zu teilen, und es gibt so viele Ungeheuerlichkeiten da draußen, die man auf jeden Fall teilen muss, damit nicht jeder in dieselbe Falle rennt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Flo.